Now, first of all, I'd like to call on my angel. Zuerst möchte ich meinen Engel aufrufen, Yeah, because weil she's a special person. sie ist eine ganz spezielle Person. She was special for Father Kentenich, Sie she's war special for me. ganz besonders für Pater Kentenich und sie war besonders für mich. And she'll tell you the best story, I think, when I was kind of a bad boy back then yet, but Father Kentenich straightened me out, and we'll tell you why. Und sie wird eine besondere Geschichte erzählen über Pater Kentenich, als ich ein böser Bub war. That's okay. I'm only 25 years old, so Ich I bin- can't stand up. Ich bin nur 25 Jahre alt und deswegen Ja. muss ich mich hinsetzen. He called me his angel. Er nannte mich seinen Engel. That's because he says I'm always Up in the air. up in the air Weil ich immer in der Luft and bin always harping on something. und immer an was denke. Okay. This is a story of my husband, Das ist die Geschichte von meinem Mann, myself, and Father Kentenich. von mir selbst und von Pater Kentenich. We'd been married for about 6 years, and we had a 4-month-old daughter named Mary. Wir waren gerade 6 Jahre verheiratet und hatten eine 5 Monate alte Tochter mit dem Namen Maria. I had worked for 6 long years before becoming a mother. Ich habe 6 Jahre daran gearbeitet, um Mutter zu werden. My husband and I had been active in lots of organizations. Mein Mann und ich waren in vielen Organisationen aktiv. So when our daughter was born, I was more than happy to retire and stay at home. Als meine Tochter dann geboren wurde, bin ich so richtig pensioniert gewesen und war zu Hause. Nur mehr zu Hause. Hank liked being a new father. Hank hat es gern gehabt, ein Vater zu sein. He made sure, however, that his fatherhood did not interfere with his job. Er hat es so gemanagt, dass sein neues Vatersein nicht gestört hat, seinen neuen Beruf. And he had a lot of other activities. Und er hatte viele andere Aktivitäten außer dem Haus. So after 6 years of marriage, Hank and I decided that we were not living happily ever after. So, nach 6 Jahren Ehe haben wir herausgefunden, dass wir nicht sehr glücklich miteinander waren. 6 years, now it's very sad. So, this is when divine providence in the form of Father Kentenich came into our lives. So, das war der Zeitpunkt, als die göttliche Vorsehung Pater Kentenich in unser Leben geschickt hat. So on a warm summer evening, An einem warmen Sommerabend, the Fishers, another Schoenstatt family, die Familie Fischer, eine andere Schönstadtfamilie, they came into our home. kamen zu uns nach Hause. This, after 6 years of marriage, this is when divine providence came in the form of Father Kentenich. Also zu dem Zeitpunkt trat Pater Kentenich in unser Leben. So they followed the open door right into our house. The Die open door policy. Familie Fischer ist durch das offene Haus und durch die offene Tür unseres Hauses gegangen. They told us that they had just finished talking to some German priest. Die haben uns erzählt von einem deutschen Priester, zu dem sie gerade gesprochen hatten. And they thought we should go and talk with this priest. Und sie wollten von uns, dass wir auch mit diesem deutschen Priester reden. Well, they couldn't have picked a worse evening because it was then I wasn't even talking to my husband, let alone any priest. Die hätten keinen schlechteren Zeitpunkt erwischen können, denn wir haben nicht einmal mehr miteinander geredet, mein Mann und ich. This is a long time ago, so that's why I have to. So, das ist schon lange her. Yeah. It has a happy ending. Es hat ein glückliches Ende, ein Happy End. Don't start crying yet. Also fangt nicht zu weinen an. It's
gets a little better. Es wird immer besser. Okay, the Fishers are the kind of people who won't go until they get their way. Die Familie Fischer, das sind die Typ von Leuten, die lassen einfach keine Ruhe, bis sie das kriegen, was sie wollen. Well, I finally agreed to go and talk to this priest. Also letztendlich habe ich zugestimmt, dass ich mit diesem Priester reden soll. My husband was overjoyed when I gave in. Mein Mann war überfreudig, als ich meine Zustimmung gegeben habe. But I told him, I'll go, my dear, but mind you, I'm not going to say a word. Ich habe gesagt, okay, wenn es unbedingt sein muss, ich gehe, aber ich werde kein Wort sagen. So I thought that's going to be a quiet meeting. So, das hätte ein sehr stummes Zusammentreffen werden können. So I was quiet all the way to the seminary. I guess it was out here somewhere. Also auf dem Weg zum Seminar, wo wir uns treffen sollten, habe ich kein Wort gesagt. I would sit before this priest, I would remain quiet and be thought a fool rather than speak up and remove all doubt. Also ich habe mich dort hingesetzt und habe mir vorgenommen, ich werde kein Wort reden. Ich setze mich hin, aber ich rede kein Wort. Okay, so we got to the seminary. Also wir sind dorthin eingelangt. And there was a farmhouse over here. Da war ein Bauernhaus. And we went in and we were greeted by two people, Wir Sister sind Winifred reingegangen und sind von zwei Familien begrüßt worden. and the stranger. Und einem Fremden. He was a bearded man Er hat einen Bart gehabt, wearing silver-rimmed glasses. hat silbergerahmte Augenbrillen getragen. He looked about 60 years old Er hat wie 60 Jahre alt ausgeschaut and he was smiling. und er hat gelächelt. Smiling, smiling. That impressed me. Gelächelt und das hat mich beeindruckt. So they asked us to sit down. So, sie haben uns gebeten, Platz zu nehmen. Sie haben uns gebeten, Platz zu nehmen. So Hank tried to look calm and happy. Also Hank hat versucht, glücklich dreinzuschauen. And I could feel anger sticking out all over my face. Und ich habe gefühlt, wie der Zorn aus meinem Gesicht herausgeschaut hat. Cheer up, Dorothy, the worst is yet to come, I told her. Also Dorothy, das Schlimmste kommt noch. Okay, we must have been quite a looking pair. Wir haben ganz schön blöd reingeschaut. And this man kept looking and smiling at us. Und dieser Mann hat nicht aufgehört, uns anzulächeln. But he looked at Hank and I and he thought there was something wrong. Er hat auf Hank geschaut und hat gleich gefühlt, dass irgendwas nicht stimmt. That's how smart he was. He could tell whether you were happy or grumpy or Er whatever. konnte sofort erkennen, ob jemand grantig oder glücklich war. So, he calmly began probing and asking questions. Er hat begonnen, Fragen zu stellen. He was looking at me in such a kindly way, Er hat mich so liebenswürdig angeschaut, with almost a mischievous twinkle in his eyes. mit einem geheimnisvollen Zwinkern in seinen Augen. Yeah. I found I couldn't stop looking at him. Ich konnte nicht aufhören, ihn anzuschauen. I found myself growing a little better. Ich habe begonnen, mich besser zu fühlen. I even forgot that I was talking to some stranger. Ich hab überhaupt vergessen auch, dass ich zu einem Fremden spreche. Well, after about a half an hour of questioning, everything poured out of me. Nach einer halben Stunde des Fragenstellens ist alles aus mir herausgeflossen, hervorgebrochen. I burst like a fountain. Ich bin wie ein Springbrunnen, bin ich explodiert. I began telling him what I was so angry about. Ich habe ihm erzählt, warum ich so zornig war, so traurig. I started talking and I couldn't seem to stop. Ich habe begonnen zu reden und ich konnte nicht mehr aufhören. It was the way he was listening to me, Das war die Art, wie er zugehört hat. with that smile of his and Mit dem kind Lächeln, look. mit dem Lächeln und dem liebevollen Blick.
I told him I was hurt and angry about Hank's dedication to his job and all his outside. Ich habe ihm gesagt, dass ich wütend war auf Hank, weil er überall war, nur nicht in der Familie. Er hat überall Geschäftung gehabt. Well, I knew Hank was working hard for his family and merely trying to help others too. Ich habe gewusst, dass Hank hart gearbeitet hat, um andere glücklich zu machen, um anderen zu helfen. The only people he wasn't helping was, I felt, Mary, that's our daughter, and myself. Den einzigen, denen er nicht geholfen hat, so war meine Meinung, waren ich und meine Tochter. If this was being happily married, Wenn das glückliche Heirat sein sollte and if this was a good way to get acquainted, und wenn das der Weg war, sich kennenzulernen als Ehepaar, something had gone really wrong. da muss etwas ganz falsch gewesen sein. I didn't know my husband very well. Ich habe meinen Mann nicht sehr gut gekannt He didn't know me at all. und er hat mich überhaupt nicht gekannt. Why men they don't know who after a couple of years they don't know who they're married to. Nach ein paar Jahren haben wir nicht gewusst, wen wir Maybe, eigentlich maybe geheiratet that's haben. just in America, I don't know. Ich weiß nicht, ob das nur in Amerika so ist. One of the biggest surprises of the evening was hearing this priest tell Henry in a nice way Die erstaunlichste Überraschung des Abends war, dass dieser Priester, dieser Mann, Hank auf eine bestimmte Art gesagt hat, that a married man's primary responsibility is his own family. dass die erste Aufgabe eines verheirateten Mannes seine Familie ist. The family should come first. Die Familie muss zuerst kommen. Father always said that. Vater hat das immer gesagt. He suggested Hank look at all he did outside the home. Er hat Hank vorgeschlagen, alles anzuschauen, was er außerhalb des Hauses gemacht hat. He wondered if Hank had ever asked himself, am I helping our marriage or am I hurting it? Und er hat Hank vorgeschlagen, sich zu fragen, helfe ich meiner Familie oder behindere ich sie? Father was answering our questions by asking another question. Vater hat unsere Fragen beantwortet, indem er eine Frage gestellt hat. He often did this because he wanted to help us find the answer or the solution within ourselves. Er hat das oft getan, weil er wollte, dass wir die Antworten selber finden. We like that. Wir haben das gerne gehabt. Okay, so I noticed something else that evening. Okay, ich habe noch etwas anderes erfahren an dem Abend. I had expressed some of my deepest emotional feelings to a stranger. Ich habe meine tiefsten emotionalen Bindungen zu einem Fremden entdeckt. Face to face. Von Angesicht zu Angesicht. And this priest did not pronounce judgment. Und dieser Priester hat kein Urteil gefällt. Er hat nicht geurteilt. He did not look at me with shock or dismay. Er war nicht schockiert oder abgeneigt mir gegenüber. Er hat seine Abneigung nicht ausgedrückt. He did not prescribe 50 Our Fathers and 50 Hail Marys. Er hat nicht 50 heilige Marias gesprochen und 50 Vater Unser, gegrüßet seist du Maria. He didn't say to me, you're all wrong, Mrs. Geminder. Er hat mir nicht gesagt, Frau Gmeinder, Sie machen alles falsch. He didn't say you're simply talking nonsense. Frau Gmeinder, er hat auch nicht gesagt, Frau Gmeinder, Sie reden absoluten Unsinn. He said you are being ridiculous. Er hat auch nicht gesagt, Sie sind lächerlich. Or he said, how can you possibly feel like that? Wie können Sie sich fühlen? None of those things. Er hat nichts gesagt von dem allen. He kept looking and smiling at me. Er hat einfach gelächelt, mich angelächelt und geschaut. That's the Schoenstatt smile, I'm sure. Das ist Everybody has das that. Schönstadt-Lachen, das Are they Schönstadt-Lächeln. smiling? Well, I'll give you something to smile about. Ich werde Ihnen was erzählen, worüber Sie lächeln können. Father began to explore my feelings with me. Vater hat meine Gefühle, meine Emotionen entdeckt, gesucht. He looked at the causes. Er hat auf die Gründe geschaut.
He never made me feel like a sinner. Er hat mich nie, ich habe mich nie als Sünder gefühlt vor ihm, Which I was, only a small one. was ich aber war, aber nur ein kleiner. And every other day saint. Und ich Every other day saint. bin von jedem anderen Tag eine Heilige, nur nicht von heute. He made me feel good inside. Er hat mich gut fühlen lassen innerlich. He wanted me to work to improve myself and my understanding of others, especially my husband and my children. Er wollte, dass ich mich selber besser fühle und auch meine anderen, speziell meine Kinder und meinen Mann besser sehe, wahrnehme. He taught me to expect and accept suffering and learn from it. Er wollte von mir, dass ich Leid annehme und erfahre und annehme. When people asked me what it was like talking to Father Kentenich, I said, it was probably like talking to Jesus Christ. Wenn ich gefragt werde, wie war das, wenn man mit Pater Kentenich spricht, es war wie wenn man mit Jesus spricht. I was never so impressed with anyone. Ich war nie so beeindruckt von irgendjemand anderem. I believe that Father Kentenich changed the course of our marriage in that one evening. He started it. Ich glaube, dass Pater Kentenich an dem Abend den Verlauf unserer Ehe verändert hat. He wondered if I ever thought about changing myself instead of changing everybody else. Ich wollte von dem Augenblick an, ich wollte immer mich selber, andere ändern und von da an wollte ich dann mich ändern. Over the years, he showed us the importance of holding on to each other. Über die Jahre hat er uns gelehrt, zueinander zu halten, zueinander zu stehen. He wondered if we might learn to allow each other a freedom of spirit, which a lot of marriages do not tolerate. Er hat uns gelehrt, einander Freiheit im Geist zu geben. It's maybe different in Austria. Ist vielleicht anders in Österreich. He tried to show us how we might work together toward a caring, sharing, and forbearing love in our marriage. Er wollte, dass wir füreinander sorgen im Geist der Liebe. Caring und sharing, also füreinander sorgen, aneinander denken. Father always suggested ideas and showed us examples or give us different choices or ideas. Er hat uns viele Ideen gegeben und auch unser Ideal gezeigt. Oh, it's getting too long. Ja, es wird zu lang. Are we still married? Sind wir noch immer verheiratet? We're still married. Wir sind noch immer verheiratet. Years. 63. 63 Jahre. 63 years. I tell people I'm 36, but it's really 63. Also ich sagte 36, aber ich meine 63. Okay, Father's always said, here's something you heard from him. Father always said there's a nice way of doing things, a nicer way of doing things, and then there's the nicest way of doing things. Also Vater hat immer gesagt, es gibt eine gute Art, Dinge zu tun, eine bessere Art und die beste Art, Dinge zu tun. It took Father Kentenich and this special education from him that lasted 10 years. Seine Erziehungsarbeit hat 10 Jahre gebraucht. Took him a while. Er hat so lange gebraucht. Even with the special education and with Father Kentenich, our much happier marriage was not without difficulties. Selbst mit seiner mit seiner Pädagogik war es nicht einfach. Also das Eheleben. Yeah, that's probably the way with everybody. Das ist scheinbar immer so.